Hallo und herzlich willkommen hier bei mir in Carinas Kochecke. Heute machen wir ein ganz einfaches, klassisches Frikadellenrezept. Frikadellen sind eine super Beilage zu Salzkartoffeln und Gemüse. Wir persönlich essen am liebsten Blumenkohl dazu. Ein passendes Blumenkohlrezept von mir wird es dazu nächste Woche geben. Und wie ich meine Frikadellen zubereite, ja, das zeige ich euch jetzt. Und dann würde ich einfach mal sagen, auf geht's! Für die Frikadellen benötigen wir folgende Zutaten. 1 Kilogramm Hackfleisch, ich habe hier halb und halb genommen, ein Brötchen vom Vortag, 150 Milliliter Milch, etwas Senf, etwas Tomatenmark, 2 Eier, Salz, Pfeffer und Paprika edelsüß. Alle Zutaten und das Rezept schreibe ich euch wie immer auch in meine Videobeschreibung. Zuerst schneiden wir unser Brötchen in grobe Stücke. Am besten ist es, wenn das Brötchen vom Vortag ist. Die Stücke geben wir dann in eine Schüssel und übergießen sie mit der Milch. Das Ganze stellen wir dann beiseite und lassen es so lange einweichen, bis das Brötchen die Milch aufgesaugt hat. In der Zwischenzeit können wir dann schon mal unsere Zwiebel schneiden. Die schneiden wir in kleine, feine Würfel. Dazu schneiden wir sie sehr oft längs der Reihe nach ein und dann zweimal quer. Dann könnt ihr ganz einfach feine Würfel herunterschneiden. Für die Frikadellenmasse sollten die Zwiebelwürfelchen wirklich so fein wie möglich sein. Deshalb gehe ich mit den Zwiebelwürfeln mit dem Messer nochmal so darüber und hacke sie noch etwas feiner. Das macht ihr dann so oft, bis ihr wirklich richtig feine Würfelchen habt. Dann geben wir etwas Butter in eine Pfanne und lassen diese dann auf mittlerer Temperatur schmelzen. In die geschmolzene Butter geben wir dann unsere fein gewürfelten Zwiebelwürfel. Die Zwiebelwürfel sollten in der Pfanne jetzt schön glasig dünsten. Und wenn die Zwiebeln schön glasig sind, was so nach 3 bis 4 Minuten der Fall ist, nehmen wir die Zwiebelwürfel raus und lassen sie in einer Schale schön abkühlen. Durch das vorherige Andünsten der Zwiebel werden die Frikadellen schön fein. Jetzt bereiten wir erst einmal unsere Hackfleischmasse zu. Wie ihr hier sehen könnt, ist die Milch richtig schön in das Brötchen eingezogen. Das eingeweichte Brötchen geben wir jetzt zum Hackfleisch dazu. Überschüssige Milch drücken wir aus dem Brötchen heraus. Die überschüssige Milch, die drücken wir jetzt aus, damit der Teig später die richtige Konsistenz hat und nicht zu flüssig wird. Und jetzt geben wir die anderen Zutaten dazu. Zuerst die 2 Eier, dann ca. 1 Esslöffel Senf. Ich habe hier den Löwensenf in extra scharf genommen, ihr könnt aber den Senf verwenden, den ihr am liebsten mögt. Dazu gebe ich ca. 1 Teelöffel Tomatenmark. Das gibt den Frikadellen später eine schöne, fruchtige Note. Und dann kommen die abgekühlten, angedünsteten Zwiebeln noch zur Hackfleischmasse dazu. Und jetzt wird gewürzt. Ich würze hier ganz klassisch mit 2 Teelöffeln Salz, Pfeffer. Da müsst ihr schauen, wie scharf ihr das gerne hinterher möchtet. Ich bin mit Pfeffer immer etwas vorsichtiger. Und einem gehäuften Teelöffel Paprika edelsüß. Nun kommt der wichtigste Teil beim Frikadellenmachen. Die Hackfleischmasse muss richtig schön durchgeknetet werden. Und zwar nicht nur 1-2 Minuten, sondern mindestens 5 Minuten lang, damit sich die ganzen Komponenten richtig schön miteinander verbinden können. Das lange Kneten ist wirklich das Wichtigste, denn dabei wird der Teig immer geschmeidiger und verbindet sich richtig schön. Wenn ihr zu kurz knetet, lauft ihr Gefahr, dass euch die Frikadellen hinterher in der Pfanne auseinanderfallen. Mit jeder Minute, mit der ihr knetet, könnt ihr fühlen, dass der Teig mehr und mehr an Bindung bekommt.
Jetzt nach dem Kneten geben wir noch ungefähr 2 bis 3 Esslöffel Paniermehl dazu. Das sorgt dafür, dass Fett und Wasser im Fleisch gebunden bleiben und die Frikadellen später nicht zu trocken werden. Auch das Paniermehl kneten wir jetzt noch mal richtig kräftig in den Teig ein. Ruhig noch mal so für 2 bis 3 Minuten kräftig kneten. Jetzt formen wir die Hackfleischmasse zu Frikadellen. Die Frikadellen, die sollten später relativ gleichmäßig groß sein. Ich habe hier aus 1 Kilo Hackfleisch 12 Frikadellen herausbekommen. Das Formen der Frikadellen ist ganz einfach. Einfach ein bisschen Hackfleischmasse zwischen die Hände nehmen, ein bisschen hin und her rollen und dann ganz leicht platt drücken. Die vorgeformten Frikadellen, die legt ihr dann einfach auf einen Teller. Als nächstes erhitzen wir Öl in einer Pfanne auf mittlerer Stufe. Ich verwende hier Rapsöl, da es geschmacksneutral ist und gut zu den Frikadellen passt. Alternativ könnte ich noch Sonnenblumenöl empfehlen. Wenn das Öl seine Temperatur erreicht hat, dann könnt ihr die Frikadellen hineinlegen. Zwischen den Frikadellen solltet ihr immer ein bisschen Platz lassen, so lassen sie sich später auch viel leichter wenden. Die Frikadellen werden ganz am Anfang ein bisschen an Volumen verlieren, dann kann man noch eine Frikadelle mit in die Pfanne dazugeben. Wie ihr hier sehen könnt, ist der Frikadellenteig schön kompakt geworden und fällt auch nicht auseinander. Das kommt wirklich durch das lange, intensive Kneten des Teiges. So eine Frikadelle, die braucht schon etwas Zeit. Deshalb darf der Herd auch nicht zu heiß sein, maximal auf mittlerer Stufe. Bei dieser Frikadellengröße müsst ihr ungefähr mit 12 Minuten Bratzeit rechnen. Nach der Hälfte der Zeit, also so circa nach 6 Minuten, werden die Frikadellen gewendet. Und wie ihr sehen könnt, sind die richtig schön krossbraun geworden. Und ich finde, genauso sollten sie auch sein. Außen schön krossbraun und innen richtig schön saftig. Wie heißen die Frikadellen eigentlich in eurer Region? Wäre ja mal interessant zu wissen. Es gibt ja unglaublich viele Bezeichnungen für die Frikadellen. Wenn die Frikadellen durchgegart sind, geben wir sie auf ein Küchenkrepp, um sie richtig abtropfen zu lassen. Durch die Beleuchtung sehen die Frikadellen hier ein bisschen dunkel aus, aber ganz so dunkel sind sie tatsächlich gar nicht geworden. Das werdet ihr gleich beim Anrichten sehen. Und hier sind sie dann, unsere leckeren, schön braun gebratenen Frikadellen. Und innen drin sind die richtig schön saftig. Das zeige ich euch gleich auch noch, wenn ich eine Frikadelle anschneide. Hier schneide ich jetzt mal eine Frikadelle für euch an. Und wie ihr sehen könnt, ist die innen richtig schön saftig geblieben und trotzdem schön kompakt. Ja, ich hoffe, mein Frikadellenrezept hat euch heute gefallen. Dann würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal auch wieder mit dabei seid. Hier bei mir in Carinas Kochecke. Ja, dann würde ich einfach mal sagen, bis zum nächsten Mal dann. Tschüss!